In diesem Video erfahren Sie einige wichtige Erklärungen zu Fachbegriffen aus dem Bereich der Abwasserreinigung. Unter den Fachleuten der Abwasserbranche gibt es wie woanders auch einiges an Fachbegriffen. Hierzu gibt es auch einiges an Fachliteratur und Übersetzungslisten. In Albanien und im Kosovo ist hierzu ein sehr hilfreiches Buch erschienen, das Albanian Water Glossary, welches in englischer Sprache und albanischer Sprache einzelne Fachbegriffe ausführlich erläutert. Kleinkläranlagen. Kleinkläranlagen sind genormt nach der europäischen Norm 12566. Hiermit sind kleine Abwasserreinigungsanlagen gemeint für Haushalte, die nicht an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden können. Dies sind Anlagen für Einwohnerwerte von bis zu 50 eW. Klärschlamm. Klärschlamm entsteht in Kläranlagen aus ausgefaulten Fäkalien, Speiseresten und anderen meist organischen Substanzen als Primärschlamm. Sekundärschlamm bezeichnet den Schlamm von abgestorbenen, überflüssigen Mikroorganismen aus dem Bioreaktor. Versickerung. Um das gereinigte Wasser, welches aus der Kläranlage herausfließt, loszuwerden, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man es einleiten in einen Bach oder einen Graben etc. oder man kann es im Boden versickern. Zu weiteren Details zur Versickerung, Auslegung und Dimensionierung wird es hier noch ein zweites Video geben. Einwohnerwert. Der Einwohnerwert, Abkürzung EW, wurde früher auch als Einwohnergleichwert bezeichnet und ist eine Berechnungsgröße in der Abwasserbranche. Er gibt an, welcher Einwohnerzahl eine Belastung von zum Beispiel industriellem Abwasser entspricht. Der Wert wird bei uns mit typischerweise 60 Gramm BSP 5 pro Tag und einem Abwasserverbrauch von 150 Litern angesetzt. Bioreaktor. Hiermit ist die Reinigungsstufe einer Kläranlage gemeint, in der gezielt Mikroorganismen vermehrt werden, um das Abwasser biologisch zu reinigen. Störstoffe. Störstoffe können zu Verstopfungen in Kläranlagen oder Rohrleitungen führen. Diese Störstoffe sind über den Müll oder fachgerecht zu entsorgen. Dazu gehören Einlagen, Windeln, Textilien, Kondome, Putzlappen, Strümpfe und auch Stoffe wie Tapetenkleister oder Zementreste. Abbauhemmende Stoffe. Um den im Bioreaktor arbeitenden Mikroorganismen nicht zu schaden, sollten folgende Stoffe im Abwasser vermieden werden: Gifte, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel, Pinselreiniger, Zigaretten, Abflussreiniger, Pflanzenschutzmittel und Medikamentenreste gehören auch nicht in die Toilette. Hygienisierung. Hygienisierung ist ein Oberbegriff für verschiedene Verfahren zur Desinfektion bzw. zur Entkeimung. In der Abwasserreinigung wird dies besonders dann eingesetzt, wenn das gereinigte Abwasser aus der Kläranlage wiederverwendet werden soll, wie zum Beispiel für die Toilettenspülung oder die Bewässerung etc. Leistungserklärung. Seit einigen Jahren müssen Kleinkläranlagen in Europa CE gekennzeichnet werden. Dazu sind umfangreiche Prüfungen notwendig. Die dabei festgestellten Ergebnisse, zum Beispiel wie gut die Anlage reinigt und wie stabil der Tank ist, werden dann in der Leistungserklärung veröffentlicht. Die Leistungserklärung ist jedem Kunden einer Kleinkläranlage zur Verfügung zu stellen. Damit haben Kunden zum ersten Mal die Möglichkeit, Leistungsdaten und Betriebskosten objektiv zu vergleichen.